So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D und 3D Sidescroller Projekt. Im vergangenen Abschnitt haben wir uns ja 3 sogenannte Superpower eingebaut. Das bedeutet, wir können hier Power Icons einsammeln. Unsere Powerbar unten füllt sich und wenn wir die Taste 1 drücken, dann haben wir für 5 Sekunden Supergeschwindigkeit. Die haben wir auch eingestellt. Ich habe sie, glaube ich, bei 1200. Wenn wir die Taste 2 drücken, dann haben wir so einen Gravity Jump, wo wir 5 Sekunden lang höher springen können, bis die 5 Sekunden rum sind. Genau, und wenn wir jetzt dann die Taste 3 drücken, dann haben wir sozusagen eine Slow Motion, um irgendwelche Attacken eventuell etwas exakter ausführen zu können. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mehr um unser UI kümmern. Das heißt, wir gehen erstmal auf den Ordner UI und öffnen unsere UI Main. So, und jetzt habe ich da noch ein paar Assets dafür erstellt, sogenannte 2D Assets. Und die stehen unterhalb von diesem Video dir zum Download von meiner Google Drive kostenlos zur Verfügung. Und dazu möchte ich dich einfach mal bitten, dass du das herunterlädst und dann dementsprechend auch empackst. Hier findest du schon diverse Geschichten, die wir für die Healthbar und so weiter schon mal brauchen können und benötigen. Und diese Geschichten werden wir jetzt dann ganz einfach mal in unser Unreal-Projekt implementieren. Das heißt, ich mache unter UI trotzdem noch einen neuen Ordner, den nenne ich New Folder und nenne ihn einfach mal 2D Assets. 2D Assets und den öffnen wir jetzt einfach per Doppelklick und dann ziehen wir uns einfach diese Geschichten hier per Drag and Drop hinein. So, dann kann ich mich von diesem Folder wieder schließen und dann dementsprechend sehen wir hier auch schon, dass wir einen Import haben von sogenannten 2D Texture Assets. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal auf File, Save All, damit das Ganze auch integriert ist in unsere Geschichten. Und hier sehen wir jetzt mal diverse Sachen zur Auswahl, die wir für unser Game und unser UI zumindest verwenden können, wenn wir sie benötigen oder auch verwenden wollen. So, und dann gehe ich jetzt mal rüber auf mein UI wieder, UI Main, und dementsprechend können wir uns jetzt mal die Geschichten anschauen. Das heißt, ich drücke mal die Steuerung und Space-Taste und dann wechsle ich mal auf meinen UI-Folder und auf meine 2D-Assets. Und da habe ich jetzt zum Beispiel mal drin ein HUD Background. Das ziehe ich mir jetzt einfach mal so rein, dann wird das sozusagen hier schon mal drin sein. So, dann haben wir so ein Element. Ich zeige jetzt erstmal alle Elemente, die zur Verfügung stehen. Hier hätte ich gern so Power-Icons, da können wir dann noch so diverse andere Icons mit integrieren, so wie zum Beispiel für Speed Up und für Gravity Jump vielleicht hier rein, und da lassen wir dann so den Countdown von 5 auf 0 runterlaufen, dass man halt sieht, 5 Sekunden lang läuft der. Also die Größe ist jetzt egal, das wäre jetzt hier zur Auswahl. Wir hätten hier so eine Geschichte für eine Power Progress Bar, die von unten nach oben sich füllt, wenn wir möchten. Wir hätten das Ganze natürlich auch in Rot für sozusagen die Hintergrundfarbe. Dann haben wir an dieser Stelle natürlich auch noch so einen sogenannten Error zur Verfügung, den wir irgendwie einsetzen können. Das geht einfach darum, wie du das jetzt auch gestalten möchtest. So, und dann haben wir noch zur Einblendung, hätten wir dann noch so sogenannten Speed Boost und wir hätten einen Gravity Boost und dann haben wir natürlich noch einen Slow Motion, je nachdem wie ich es jetzt benannt habe, genau, die werden wir auch einblenden können. Und es gibt auch noch so eine Player, wenn der Player jetzt zum Beispiel gedamaged ist, dass wir da so ein paar Blutspritzer vielleicht machen auf die ganze Screen, das können wir natürlich auch erledigen. Und dann gibt es ja auch noch so eine Art Overlay, das ist so ähnlich wie das andere, das können wir auch irgendwie unterstützend hernehmen. Also ich baue jetzt das Ganze einfach mal so zusammen, wie ich mir das jetzt mal vorstelle, und du kannst damit bauen, wie du magst. Du musst nur aufpassen, hier unten, die sind natürlich jetzt alle nicht verankert, das heißt, wenn wir jetzt da mal compilen und playen, werden die ganz wild in der Gegend rumliegen. Du musst nur aufpassen, dass da natürlich nichts im Weg ist, und die Powerbar unten, die sperrt mir jetzt schon, weil die Kamera ja noch mit nach oben geht. Das kann man natürlich auch an diversen Stellen abschalten, dass die Kamera zum Beispiel dann auch nicht dem Player in der Z-Achse folgt, weil dann haben wir diese
Powerbaren, den ganzen Wahnsinn da einfach immer in den Enemies mit drin und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also ich werde versuchen, meine mal nach oben, vielleicht oben mittig oder oben rechts hinzulegen. So, und dann gehe ich wieder rüber auf mein UI Main und du kannst mir mal zuschauen, wie ich das mache, aber du kannst natürlich auch andere Assets verwenden oder es so simpel lassen, wie es ist. Das kannst du machen, wie du gerne möchtest. Gut, ich werde mich jetzt mal wieder von meinen Einblendungen, Slow Motion und Speed Boost und so weiter mal trennen, damit ich hier nicht zu viele Images rumliegen habe, weil die wollen wir ja dann auch erstmal benennen, damit wir wissen, was ist. So, jetzt zeige ich dir an erster Stelle mal, wie man so eine Powerbar zum Beispiel so machen kann. Ich nehme jetzt hier mal die Powerbar für die Progress Bar für Power und dementsprechend können wir sagen, wir haben hier ein Background Image und dazu nehmen wir jetzt einfach mal diese Progress Bar im Background, die rote zum Beispiel, die können wir hier reintun und dann dementsprechend können wir auch noch sagen, wir wollen das Ganze in der Fill-Geschichte, da nehmen wir die blaue und da haben wir ja hier das Fill-Image und da gehen wir hier einfach auch auf das. So, natürlich ist das hier unten unsere Progress Bar, die sieht jetzt aktuell ein bisschen seltsam verschoben aus, weil die füllt sich ja aktuell noch von links nach rechts. Das heißt, wir können aber umstellen hier bei Bar Fill Type, könnten wir jetzt einstellen zum Beispiel vom Bottom to Top und dann würde das Ganze, wir lösen jetzt hier kurz mal diese Binding-Geschichte, das heißt, wir gehen auf unsere Get Progress Bar Power Percent-Geschichte, Remove Binding und jetzt können wir sehen, dass sich das zum Beispiel auch so füllen könnte. Das wäre natürlich auch machbar. Ich habe das natürlich jetzt von der Proportionen hier ein bisschen seltsam eingestellt, so dass es einfach nicht mehr so aussieht wie im Originalbild. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum das so ist. Ich muss mal schauen, ich habe das hier als Box. Vielleicht sollte ich es als Image präsentieren, genau. Da gehen wir hier beim Draw As natürlich auf Image und dann wird das auch an die Proportionen unseres 2D-Assets angepasst. Das heißt, wir könnten jetzt so eine machen, die sich so dazwischen schiebt. Das heißt zum Beispiel hier hätte ich dann drin meine sogenannte, ich baue es ja dann noch aus, diese Geschichte, die andere lege ich irgendwie drüber, aber dann würde ich halt in der Mitte nicht genau sehen, wie viel das ich habe. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen ungünstig. Das ist alles Geschmackssache und ich möchte noch einen Timer einbauen, der sollte dann auch irgendwo abgespielt werden. Da muss dann rein noch irgendwie die Minuten und Sekunden Restlaufzeit. Aber man sieht schon, diese Konstruktion hier, die würde wahrscheinlich sehr viel Platz benötigen. Also die wäre eher was für oben und rechts zum Beispiel. Aber ich finde es ein bisschen ungünstig, weil man das Ganze halt einfach nicht mehr wirklich sieht. Deswegen werde ich mich von dieser Powerbar-Geschichte einfach mal so trennen. Ich werde jetzt einfach mal diese hier nehmen und einfach ein bisschen versuchen größer zu ziehen, dass ich da beide unterbringe. Das heißt, ich versuche das mal so. Dann werde ich das Ganze hier natürlich auch ein bisschen kleiner machen, dass es hier schön sauber reinpasst. Und dann soll natürlich an der Stelle noch eine zweite mit dazu. So, dann gehe ich noch ein bisschen rüber und jetzt suche ich da meine Progress. Da habe ich ja schon mein Image und dann würde ich das gleich mal umbenennen in, das wird mein Background, also mein Progress Bar BG zum Beispiel, Progress Bar Background und den schiebe ich jetzt natürlich schon mal ganz nach oben zum Canvas Panel, dass der auch im Hintergrund liegt. So, dann habe ich das hier schon mal so drin, würde ich sagen, und dann würde ich meine Health Bar trotzdem horizontal gestalten. Das heißt, ich trenne mich wieder von meinen, also du kannst das so machen oder so, da hast du jetzt einen Haufen Assets zur Auswahl und ich werde die Geschichte versuchen wieder so auf die Normalität zurückzubringen und dann das Ganze wieder natürlich umstellen von der Geschichte, dass ich eben nicht vom Bottom to Top gehe, sondern ich gehe einfach mal wieder von Left to Right und dann dementsprechend haben wir ja das Binding hier schon gelöst, dann können wir hier mal die Farben noch austesten. So, dann zur Farbwahl natürlich, da müssten wir auch ein bisschen rumschrauben. Ich habe mir da mal so ein paar Hexwerte ausgesucht, aber du kannst dir die Farben ja selber aussuchen. Ich hätte gerne als Background, hätte ich halt gerne immer so ein Rot mit drin. Ich habe mir da so eins ausgesucht, das sieht so aus. Du
Du kannst natürlich hier frei wählen und rumsuchen, kannst dir auch ein Image reinladen. Ich habe hier an der Stelle auch ein sogenanntes Background Image zum Beispiel. Das haben wir Steuerung und Space. Es gibt hier ein sogenanntes Hellsbar Pink und Hellsbar Grün und das wäre kein Problem, dass man das dann zum Beispiel hier in die grüne Geschichte mit integriert. Dann ist es praktisch hier so drin. Das hat den Vorteil, dass es hier praktisch noch ein bisschen abgeschnitten ist. Also das ist vollkommen dir überlassen. Ich baue es jetzt mal rein und ich kann es dann mit dieser Farbe ja noch ein wenig übertönen und noch ein bisschen abmixen. Aber ich fand es so eigentlich in der Originalfarbe fast schöner. Aber im Endeffekt gut, dann können wir es auch mal so lassen oder nicht. Ich tue es mal wieder raus und bleibe einfach bei meiner kompletten Box-Geschichte. So, dann würde ich dieses Rot hier da einfach mal sozusagen hier oben einklinken, dass ich das auch zur Verfügung habe und dann gebe ich dem hier in der Hintergrundfarbe ebenfalls dieses Rot mal, damit das auch sozusagen auf Empty ausgelegt ist. So, dann müssen wir das Ganze natürlich auch wieder schmäler machen und ein bisschen ausmitteln. Das ist natürlich jetzt alles eine kleine Futzelarbeit. Das bedeutet, wir werden natürlich wieder die Geschichten erstmal aussentern. Das heißt, ich klicke jetzt erst einmal auf meinen Background. Dann, wie gewohnt, müssen wir einfach mal die Positionen so bestimmen, wo das Ganze ist. Ich mache jetzt hier mal einen Anker draus. Ich gebe diesem hier noch einen Anker und dieser anderen Progress Bar. Man sieht hier drüben, die drei sind selektiert. Du kannst es auch einzeln machen. Das bekommt bei mir oben mittig, damit das schon mal vorsortiert ist von der Positionierung auf allen Endgeräten. So, dann habe ich das schon mal so drin und dann können wir anfangen, das Ganze auszumitteln. Das heißt, wir gehen ja hier immer mit der Position sozusagen auf 0,0 und dann dementsprechend schauen wir so aus. Aber vielleicht kannst du dich noch erinnern, bei unserem Vorgänger UI Prototyping. Wir haben hier immer beim Alignment, bei die Screen ist ja 1.1, da haben wir immer 0.5 und 0.5 eingetragen und dann sehen wir, dass wir das exakt aufgrund des Ankers hier oben sozusagen hier implementiert haben. Und dann können wir mit der Position Y sozusagen in diese Richtung gehen oder in diese Richtung. Das heißt, ich schiebe mir das einfach ein bisschen runter, so wie ich das gerne hätte, vielleicht ein bisschen Abstand zum Screen oben und dann dementsprechend versuche ich hier einfach mal meine Bar mit unterzubringen. So, jetzt werde ich das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen größer ziehen, dann habe ich wieder die gleiche Problematik. Ich muss natürlich immer die Position hier einfach mal mit der Size abgleichen. Das heißt, die Position X werde ich dann wieder korrigieren müssen an dieser Stelle. Das heißt, ich komme gar nicht rein in die ganze Sache. Das heißt, ich habe hier eine ganz andere Ausmittelung wieder und da muss ich das resetten und dann dementsprechend wieder runterfahren. Das ist natürlich, wie gesagt, das dauert ein bisschen seine Zeit. So, dann gehe ich jetzt hier wieder ein bisschen runter damit. Dann denke ich, habe ich jetzt ein bisschen Platz geschaffen für zwei so Power Progress Bars oder für Hells noch mit dazu und jetzt dementsprechend sollten wir einfach mal schauen, wie groß machen wir denn die Hells. Ich baue es jetzt mal so provisorisch rein, ja. Ich möchte jetzt da keine Stunden damit verschwenden. Das kannst du dann in aller Ruhe selber entscheiden, weil wie gesagt, du kannst deine eigenen Assets ja auch verwenden. So, mir ging es jetzt nur darum, ob ich da zwei auf einmal reinbringe, das werden wir aber gleich sehen. Jetzt schaue ich mir die einfach mal an und die sollten wir natürlich dann auch dementsprechend professionell wieder erstmal ausmitteln. Das heißt 0,5 haben wir schon, weil wir es im letzten Abschnitt ja hier unten positioniert hatten und dann einfach mit den Positionen dementsprechend wieder resetten auf 0 und mit der Y ziehen wir das Ganze schön sauber dann so rein, wie wir es dann gerne hätten. Es kann sein, dass wir das Ganze noch ein bisschen höher machen müssen vom Background, aber das werden wir jetzt gleich mal sehen. So, jetzt haben wir hier praktisch auch eine gewisse Size mit drin und diese Size, die werde ich jetzt einfach mal kopieren und zwar im X-Bereich und das werde ich dann dieser Power Progress Bar übergeben, sozusagen mit Steuerung und V. Dann habe ich da die gleiche Länge und die Size Y, die übergebe ich natürlich auch von meiner Health-Geschichte, damit das Ganze sozusagen proportional gleich aussieht.
So, damit sollten diese Sachen hier gleich sein. Ich habe hier 456 Punkt irgendwas und 16 und hier habe ich das gleiche. So, gut, dann hier das gleiche Spiel, die Positionen erstmal wieder resetten und dann an der Stelle, da haben wir es noch nicht gemacht, eine Punkt 5 und eine Punkt 5 beim Alignment und dann können wir das Ganze hier wieder bequem nach unten schieben. So, die schiebe ich jetzt mal hier so rein und dann würde ich sagen, ziehe ich sozusagen das noch ein bisschen nach unten, damit ich ein wenig mehr Platz habe. Dann kann ich diese Position, da muss man vorsichtig sein, ich würde hier drüben arbeiten, weil dann kann man sauber das Ganze so hinrutschen, weil sonst verrutscht man sich wieder sehr, sehr schnell. Und dann schiebe ich die andere Geschichte noch hier so drüber. So, dann habe ich diese Geschichte und die hat noch irgendwie eine andere Farbe als die andere, wie es aussieht. Und zwar liegt es daran, dass die hier arbeitet immer noch mit Image anscheinend und diese hier arbeitet mit Box Color. Das mit dem Image sieht irgendwie ganz lustiger aus, wenn die Farbe als Image verwendet wird. Ich probiere es mal, dann habe ich hier ein Image, ach, dann holt er mir das ehemalige Image rein. Ja, das ist noch ein bisschen komisch, diese UI-Geschichte. Also wie gesagt, viel Spaß beim Rumfutzeln. Ich hätte es aber jetzt gern so in dieser Farbe. Das heißt, aber ich möchte hier eigentlich auch nur Box haben. Genau. Und an der Stelle habe ich die gleiche Farbe und da möchte ich auch nur Box haben. Und das habe ich auch und ich glaube, wenn ich jetzt compile und speichere, dann sollten die eigentlich fast gleich sein. Aber im Endeffekt sind sie es jetzt aktuell gerade gar nicht. Gut, damit mag ich mich natürlich jetzt nicht ewig aufhalten. Ich kontrolliere einfach hier nochmal. Ich habe hier Background Image. Das ist hier sozusagen geregelt über eine Tint bei mir, weil es ist ja 2D-mäßig. Da kann man auch nur eine Farbe reintun. Dann habe ich hier Box gelöst und hier unten beim Fill Image habe ich ebenfalls Box. Und hier habe ich auch nur eine Tint, kein Image. Und hier habe ich auch kein Image und hier habe ich praktisch noch, da habe ich auch jetzt Box drin. Also Box und hier haben wir auch Box und Box. So, dann wird sich das Ganze wahrscheinlich irgendwann lösen, weil ich hier im Hintergrund ja mal ein Bild geladen habe und wie gesagt, das UI ist manchmal ein bisschen spaßig, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass das die gleiche Farbe ist, weil selbst wenn ich sie mir nochmal kopiere, Steuerung C oder liegt es an meinem Bildschirm und dann gehe ich hier rein und sage hier nochmal Steuerung beim Hexbereich, Steuerung V, dann sollte es und müsste es die gleiche Farbe sein, ist es aber nicht, die leuchtet halt einfach ein bisschen mehr und das dementsprechend bei der gleichen Farbgebung. Aber ich denke, das lag ein bisschen an meinem Background Image, dass das Ganze einfach so dargestellt wird und vielleicht legt sich das auch noch. Ich würde sagen, damit halten wir uns natürlich jetzt keine Ewigkeit auf und meins sieht halt jetzt so aus, du kannst deins so machen, wie du magst und dementsprechend haben wir die Sachen hier alle gesentert. Das sind diese drei Geschichten hier drüben, Progress Bar, Background, dann haben wir die Progress Bar Health und Power und unseren Background halt auch mit dazu und dann würde ich einfach dieses Gerät hier mal so nehmen und ein bisschen größer ziehen, damit ich hier unten Platz habe, dass ich da noch Minuten und Sekunden integrieren kann und das würde ich so ein bisschen in den Hintergrund legen. Ich würde sagen, so viel Platz müsste eigentlich fast ausreichend sein. Wir wollen ja nicht zu viel verschwenden. Das müssen wir jedes Mal immer noch testen, dann wie das UI dann aussieht, wenn wir das in unserem Level mal ausprobieren. Das heißt, ich schiebe mir das erstmal, benenne ich es mal. Das wird sozusagen mein Image IMG, ich nenne es einfach mal IMG underscore Timer, damit ich weiß, dass das mein Zeitlimit zum Beispiel werden kann. Und das Ganze schiebe ich jetzt auch nochmal komplett in den Hintergrund aufs Canvas Panel, sozusagen, wenn ich das darf, hier rein, dass das so oben noch ein bisschen rausspitzt zum Beispiel. Man könnte das Ganze dann hier noch so abschließen, wenn wir möchten und dann diese Geschichte auch nochmal davor setzen, dann hat es hier praktisch auch nochmal so eine Berechtigung. Aber wie gesagt, jetzt werden wir erstmal unser Image Timer wieder ausmitteln, das heißt, wir gehen mal wieder bei der Position auf diese Geschichten hier auf 00 und dann dementsprechend sehen wir das, dass es hier schon mal falsch verankert ist. Wir wollen es ja in der Mitte hier drüben verankern und dann geben wir hier wieder 0.5 ein, 0.5 und 0.5, damit wir das Ganze hier schon mal aussentern können. Und jetzt haben wir hier eine komische Position X bekommen und dementsprechend habe ich hier 5 und 5 eingegeben. Das ist natürlich absolut verkehrt. 0,5 und 0,5 und dann bin ich wieder an der
Position von meinem Anker. So, dann mit der Y-Geschichte gehe ich dann einfach mal wieder im positiven Bereich, dass das unten so raussieht, dass ich noch Platz habe. Und jetzt muss ich mir das anschauen, dass das oben noch ein bisschen anspitzt, weil die Spitze habe ich ja noch gar nicht so richtig mitgenommen. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Image IMG Underscore für Triangle, oder ich nenne es einfach mal Top, das ist mir jetzt egal. Und das möchte ich dann im Hintergrund haben, praktisch von meinem Timer, und aktuell würde es da ja auch schon liegen. So, da habe ich das so. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich mein IMG Top noch ein bisschen wegrutsche wieder, wie das aussieht. Ich rutsche es einfach mal absichtlich mit der Position hier. Genau, weil der Timer ist mir noch zu klein. Den werde ich noch ein wenig größer ziehen. Den ziehe ich einfach nochmal größer. Dann habe ich natürlich wieder die gleiche Geschichte hier. Und dementsprechend muss ich natürlich hier auch wieder arbeiten. Das ist leider so, da kann man sich mal dran gewöhnen. Aber wie gesagt, du hast ja lange genug Zeit, dir dein eigenes aufzubauen. Ein bisschen tiefer gehe ich noch, damit ich da unten gut Platz habe, und dann würde ich das gleiche mal mit dem hier spielen. Da kannst du natürlich auch die Farbe noch nachbessern und so weiter. Das ist ja jetzt praktisch eine Brush, da ist ein Image drin, und hier gehe ich natürlich auch mit dem Anker erstmal in die Mitte oben, und dann kommen hier wieder die Punkt 5 und die Punkt 5 mit rein, und dann werde ich die Positionen hier erstmal wieder alle löschen, und dann kann ich es ja mit der Position Y nach unten schieben. Und jetzt schaue ich mir das mal so an, und dann sehe ich hier an der Stelle erstmal gar nichts. Das heißt ein bisschen höher vielleicht, dass ich das Ganze noch ein bisschen so, wie man sagt, ein bisschen verdicke hier an der Stelle. So, mit dem kann man natürlich auch noch arbeiten, wenn man möchte. Man könnte sich das dann hier so unten noch so drunter legen, so als Abschluss. Das heißt, ich da ein bisschen rein, noch ein bisschen breiter, dass es mal erstmal so visuell angepasst ist, dass wir hier so einen Abschluss haben. Vielleicht so, dass wir das ein bisschen noch so reinziehen und dann so. Und dann dementsprechend noch ein bisschen kleiner, und dann schiebe ich das sozusagen auch mal nach hinten. Das wird jetzt mein IMG, ich nenne es mal Timer Background zum Beispiel. Das wird mein Timer Background, den kann ich eigentlich auch nach oben ziehen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen einen Abschluss drin. Das ist also alles absolute Geschmackssache. Ich kann das natürlich auch noch ein bisschen nach unten fahren, am besten immer so mit der Geschichte, dass man es vielleicht noch so leicht sieht, aber das sind nur so optische Elemente, wie man halt jetzt gerade Spaß hat, weil du hättest natürlich jetzt auch dieses Dreieck als Progress Bar für den Power verwenden können. So, und das mit den Farben, das ist mir jetzt egal, weil das muss ich von alleine lösen, weil im Endeffekt, ich habe nichts verbrochen. Das ist wirklich exakt die gleiche Einstellung. Es gibt, wenn ich unten bin, noch komischerweise eine Appearance, die steht auf hellblau, die tue ich jetzt einfach mal raus. Dann mache ich das gleiche bei der anderen hier, wenn es da auch ist. Ne, Appearance, hier ist es weiß. Da kann ich auch nichts mehr großartig dafür. Hier haben wir Left to Right und Mask, und hier haben wir auch Left to Right und Mask. Da habe ich auch nichts. Dann habe ich zweimal Box drin, Box und Box, also, und dann dementsprechend als Background Image diese Geschichte. Und das wird sich dann hoffentlich gleich klären. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal in unserem Level an, ob es nicht zu groß ist. Also meins sieht aktuell so aus, und wenn ich springe, geht es ja sowieso mit hoch. Das macht jetzt auch erstmal Sinn, und zur Not rutscht man das Ganze natürlich dann auch nach rechts rüber. Das Einzige, was ich jetzt wieder nicht verankert habe, das, man hat es gesehen, das war jetzt mein Image Timer Background, und das braucht natürlich auch wieder einen Anker hier oben in der Mitte. So, dann habe ich hier noch ein Image, und dieses Image, das nenne ich jetzt gleich mal um, das wird sozusagen mein IMG für den sogenannten Speed Boost. Das wird mein Speed Boost IMG, und da brauchen wir natürlich insgesamt 3 dann draus basteln, und dann würde ich sagen, lassen wir aber erstmal an der Stelle 1 stehen. So, dann geht es weiter für unseren Timer. Da benötigen wir dann an der Stelle einfach nur Text. Das heißt, wir geben hier oben Text ein, und den ziehen wir uns einfach runter ins Canvas Panel, und dann haben wir hier schon einen Textblock, und diesen ersten Textblock, den nenne ich einfach mal Text, und zwar Minutes. So, das wird mein Text Minutes,
und dieser Text Minutes, den können wir uns hier gleich mal rüberziehen und hier drüben unter Content sagen wir einfach mal, du bist jetzt defaultmäßig 00. Wir werden ja da wieder ein Binding erstellen und dann mache ich das Ganze auch mal ein bisschen kleiner. Und jetzt versuche ich das Ganze hier mal so reinzulegen, dass es einigermaßen passt. Deswegen habe ich mein Dreieck auch versucht, ein bisschen anzupassen. Und diesen Textblock Minute, den markiere ich jetzt STRG D. Dann kopiere ich ihn mir gleich durch und dann nennt er sich hier Text Seconds. So, das wäre unser Text Seconds und der heißt dann ebenfalls schon mal 00, was sehr angenehm ist und dann können wir uns den auch rausziehen und dementsprechend werde ich diesen hier natürlich jetzt mal von der Ausrichtung, das haben wir hier drüben, Appearance, da gibt es die Justification und dann werde ich das Ganze einfach mal rechtsbündig machen und diese Geschichte hier, die lasse ich linksbündig, das wären sozusagen meine Sekunden, die kommen dann auch irgendwie hier rein. Und dann benötige ich noch einen Text, den ziehe ich mir auch hier rein und das wird einfach nur ein Textblock und was soll man sagen, Textblock, ich lasse ihn einfach nur auf Textblock, weil eben an der Stelle kommt einfach nur ein Doppelpunkt mit hinein. So, das wird mein Doppelpunkt und dieser Doppelpunkt, den werde ich mir jetzt hier einfach mal hineinziehen, das muss ich ja leider nicht mehr, ich habe ihn ja hier oben links, den ziehe ich mir mal runter, dann mache ich mir den auch ein bisschen kleiner und von der Appearance Justification mache ich den mal Center. So, dann ziehe ich mir den auch hier rein, dann habe ich jetzt hier schon mal meinen Timer liegen und jetzt sollen die alle mal die gleiche Höhe haben, ich glaube der liegt eigentlich ganz gut drin, dann nehme ich mir hier an dieser Stelle einfach mal heraus. Das heißt, ich markiere die jetzt mir erstmal alle über Steuerung und dann kriegen die auch einen Anker hier oben mittig, damit die soweit schon mal drin sind. Und jetzt habe ich hier mal eine Position, das ist meine Position Y und diese Y-Position, die werde ich jetzt einfach auf alle übertragen, damit die alle an der gleichen Höhe praktisch ausgerichtet sind. So, Position Y ist klar. Gut, der liegt ein bisschen lustig da, aber es scheint so zu sein. Und dann gehe ich mit dem vielleicht noch ein bisschen näher ran. Jetzt habe ich aber natürlich wieder einen Fehler gemacht, weil so geht man nicht ran. Wir gehen ran über die X-Position, da können wir das näher hinschieben. Und hier an der Stelle schiebe ich das dann praktisch dem Ganzen ein wenig entgegen. So, das ist auch noch nicht ganz so schön, das heißt noch ein bisschen näher. Also man sieht schon, hier kann man sich wahnsinnig austoben. Also das zieht man jetzt nicht absichtlich in die Länge, das ist wirklich Arbeit und dementsprechend sollte eigentlich der Doppelpunkt dann auch gemittelt sein hier auf der Linie. Das heißt, wir müssten den eigentlich auch wieder, wenn wir ganz ehrlich sind, mit Punkt 5 in einem Alignment und Alignment Punkt 5 arbeiten und dann dementsprechend die X-Position auch löschen, damit der sozusagen gemittelt ist und dann in der Y dann eben wieder runterrutschen, so wie es uns gefällt. So, und das gleiche sollten wir eigentlich an diesen Stellen hier machen. Also von dem her können wir jetzt sozusagen, was würde ich jetzt tun? Ich würde einfach mal an der X-Position noch ein bisschen rütteln und hier rüttle ich an der Y und das kann dann jeder für sich selber nochmal sauber einstellen. So, wichtig sind nur, dass diese drei auch diese Anker haben. Das bedeutet aktuell alles, was wir auf dem Bildschirm haben, außer diese Geschichte hier. Das heißt praktisch sozusagen alle außer diesem sogenannten Speed hat einen Anker hier oben praktisch in der Center-Mitte oberhalb. Gut, dann haben wir das soweit schon mal drin, dann gehen wir auf Compile und jetzt können wir unsere Boxnamen wieder anschließen. Ich gehe jetzt mal auf Progress Power und dann hier unten bei Percentage, da habe ich mich ja ausgeklinkt, da holen wir uns dieses Get Progress Bar Power Percent wieder rein und bei der Health machen wir es genauso, weil wir müssen das ja wieder binden, dass das Ganze wieder zusammen funktioniert. So, dann gehen wir auf Compile und Save und schauen wir mal an, was ich da so veranstaltet habe. Naja, es sieht zumindest nach irgendwas aus und dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen was schon eingesammelt und ich kriege jetzt auch ein bisschen Ärger. Nur das mit meiner Rot, das ist immer noch ein sehr interessanter Aspekt. Gut, aber das ist mir jetzt egal, weil ich jetzt einfach nochmal eine Idee habe. So, ich gebe immer ungern auf. Ich werde jetzt einfach
diesem hier, dieser Health-Bar, eben einfach auch mal dieses Image da raussuchen. Wir haben ja dieses Health-Bar Pink, habe ich zumindest oben reingeladen gehabt. Und das werde ich an dieser Stelle jetzt einfach mal hier als Background-Image reintun. Dann werde ich es abspeichern und dann werde ich es wieder entfernen. Und siehe da, es wirkt Wunder, nur durch die Appearance von kurzer Zeit, dass es sich dann auf das gleiche Rot einigen kann. Super, dann bin ich damit ja schon mal zufrieden. Gut, das ist jetzt aktuell schon mal die Vorbereitung fürs UI. Wir werden jetzt an der Stelle erstmal nur eins, nämlich den Speed Booster integriert lassen und das Ganze dann nach und nach mal ausarbeiten. So, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal mit diesem Abschnitt. Ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.